Hallo zusammen, mein Name ist Lukas und ich bin jetzt 25 Jahre alt. Vor 5 Jahren habe ich eine große Entscheidung getroffen, die mein Leben verändert hat. Mit 20 Jahren beschloss ich, von Kanada nach Berlin zu ziehen, um meinen Traum, Pilot zu werden, zu verwirklichen. Alles begann nach meinem Highschool-Abschluss in Kanada. Ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, aber die Idee, Pilot zu werden, faszinierte mich schon immer. Ich recherchierte und fand heraus, dass Deutschland ein hervorragendes Land für die Pilotenausbildung ist. Ich bewarb mich bei der Deutschen Akademie für Luftfahrt in Berlin und nach einigen Monaten bekam ich die Zusage. Ich war überglücklich, aber auch nervös. Die Vorbereitungen für den Umzug waren nicht einfach. Ich musste ein Visum beantragen, meine Wohnung in Kanada kündigen und meine Familie und Freunde zurücklassen. Als ich in Berlin ankam, wurde mir schnell klar, dass das Leben hier anders ist. Die erste Herausforderung war, eine Wohnung zu finden. Nach vielen Besichtigungen fand ich schließlich eine kleine Wohnung in Neukölln. Der nächste Schritt war die Anmeldung bei der Ausländerbehörde. Das war kompliziert und ich musste viele Stunden warten, aber letztendlich bekam ich meine Aufenthaltsgenehmigung. Mein Ausbildungskurs begann und es war sehr anspruchsvoll. Die Lehrer an der Akademie waren großartig, aber der Lernstoff war umfangreich. Ich musste hart arbeiten, um mitzuhalten. In meiner Freizeit erkundete ich Berlin. Die Stadt hat so viel zu bieten und ich lernte viele neue Leute kennen. Es war aufregend, aber auch anstrengend, sich an das neue Leben zu gewöhnen. Jetzt, 5 Jahre später, bin ich ein erfolgreicher Pilot. Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung, die ich mit 20 getroffen habe. Ich arbeite für eine große Fluggesellschaft und verdiene gut. Mein Traum ist wahr geworden und ich liebe meinen Job. Vor kurzem habe ich beschlossen, 2 Wochen Urlaub zu nehmen und nach Kanada zurückzukehren, um meine Familie zu überraschen. Sie haben mich immer unterstützt, sowohl finanziell als auch emotional, und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Als Dankeschön habe ich beschlossen, ihnen einen schönen Wohnwagen zu kaufen, weil sie Natur, Reisen und Camping lieben. Als ich in Kanada ankam und ihnen den Wohnwagen zeigte, waren sie überglücklich. Nicht nur wegen des Wohnwagens, sondern auch wegen meines Erfolgs. Sie waren stolz auf mich und glücklich, dass ich meinen Traum verwirklicht habe. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, mutige Entscheidungen zu treffen und an seinen Träumen festzuhalten. Es erfordert Geduld und harte Arbeit, aber die Belohnungen sind es wert. Wenn du an dich selbst glaubst und bereit bist, für deine Ziele zu kämpfen, kannst du alles erreichen. Erfolgreich zu sein bedeutet nicht, dass es einfach ist, sondern dass man nie aufgibt. Bist du bereit für die Prüfung? Los geht's! Welches der folgenden Videos repräsentiert am besten das Wort nervös? Nervös bedeutet, dass man angespannt, unruhig oder aufgeregt ist. Man fühlt sich unsicher oder ängstlich, oft vor einer wichtigen oder ungewohnten Situation. Lukas gibt Schwester ein Geschenk. A. Seine. B. Seinem. C. Seines. D. Seiner. Lukas gibt seiner Schwester ein Geschenk. Lukas zeigt Stadt seinen Eltern. A. Die. B. Der. C. Den. D. Dem. Lukas zeigt den Stadt seinen Eltern. Lukas gibt Blumen seiner Mutter. A.
dem. B. Der. C. Den. D. Die. Lukas gibt der Blumen seiner Mutter. Was hat Lukas während seiner Freizeit in Berlin gemacht? A. Zu Hause geblieben. B. Museen besucht und neue Leute kennengelernt. C. Nur gearbeitet. D. Fernsehen geschaut. B. Museen besucht und neue Leute kennengelernt. Wie hat Lukas sich in Berlin gefühlt, nachdem er angekommen war? A. Einsam. B. Aufgeregt und neugierig. C. Traurig. D. Gelangweilt. B. Aufgeregt und neugierig. Beantwortet bitte die nächsten Fragen in den Kommentaren, um euch selbst zu testen. Wo wohnt Lukas in Berlin? A. Mitte. B. Neukölln. C. Charlottenburg. D. Prenzlauer Berg. Lukas erzählt Geschichte. A. Sein. B. Seinen. C. Seiner. D. Seines. Wo arbeitet Lukas nach seiner Ausbildung? A. Bei einer kleinen Firma. B. Bei einer großen Fluggesellschaft. C. In einer Schule. D. In einem Krankenhaus. Die Entscheidung. Die Entscheidung, ein neues Auto zu kaufen, war nicht leicht. Der Traum. Mein Traum ist es, eines Tages ein berühmter Musiker zu werden. Der Pilot. Der Pilot landete das Flugzeug sicher trotz des schlechten Wetters. Der Abschluss. Nach 4 Jahren harter Arbeit erhielt sie endlich ihren Abschluss. Die Zusage. Er war überglücklich, als er die Zusage für die Stelle bekam. Das Visum. Ohne ein gültiges Visum darf man nicht in das Land einreisen. Die Besichtigung. Die Besichtigung der alten Burg war sehr interessant. Die Anmeldung. Die Anmeldung für den Sprachkurs muss bis Ende des Monats erfolgen. Die Ausländerbehörde. Sie musste zur Ausländerbehörde, um ihre Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Der Lernstoff. Der Lernstoff für die Prüfung ist sehr umfangreich. Anspruchsvoll. Der Kurs ist sehr anspruchsvoll und erfordert viel Zeit und Energie. Umfangreich. Die Bibliothek hat eine umfangreiche Sammlung von Büchern. Anstrengend. Der lange Spaziergang war sehr anstrengend. Geduldig. Er ist ein sehr geduldiger Lehrer, der jedem Schüler hilft. Ziehen. Nächstes Jahr möchte ich nach Berlin ziehen. Verwirklichen. Sie arbeitete hart, um ihren Traum zu verwirklichen. Faszinieren. Das Museum hat mich mit seinen Ausstellungen fasziniert. Recherchieren. Ich muss das Thema gründlich recherchieren, bevor ich den Bericht schreibe. Bewerben.
Ich werde mich um eine Stelle bei diesem internationalen Unternehmen bewerben. Kündigen. Sie hat beschlossen, ihren Job zu kündigen und eine neue Stelle zu suchen. Unterstützen. Seine Familie unterstützt ihn in all seinen Projekten. Kämpfen. Sie musste hart kämpfen. Aufgeben. Trotz der Schwierigkeiten hat er nie aufgegeben und immer weitergemacht. Hallo zusammen, mein Name ist Lukas und ich bin jetzt 25 Jahre alt. Hallo zusammen, mein Name ist Lukas und ich bin jetzt 25 Jahre alt. Vor 5 Jahren habe ich eine große Entscheidung getroffen, die mein Leben verändert hat. Vor 5 Jahren habe ich eine große Entscheidung getroffen, die mein Leben verändert hat. Mit 20 Jahren beschloss ich, von Kanada nach Berlin zu ziehen, um meinen Traum, Pilot zu werden, zu verwirklichen. Mit 20 Jahren beschloss ich, von Kanada nach Berlin zu ziehen, um meinen Traum, Pilot zu werden, zu verwirklichen. Alles begann nach meinem Highschool-Abschluss in Kanada. Alles begann nach meinem Highschool-Abschluss in Kanada. Ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, aber die Idee, Pilot zu werden, faszinierte mich schon immer. Ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, aber die Idee, Pilot zu werden, faszinierte mich schon immer. Ich recherchierte und fand heraus, dass Deutschland ein hervorragendes Land für die Pilotenausbildung ist. Ich recherchierte und fand heraus, dass Deutschland ein hervorragendes Land für die Pilotenausbildung ist. Ich bewarb mich bei der Deutschen Akademie für Luftfahrt in Berlin und nach einigen Monaten bekam ich die Zusage. Ich bewarb mich bei der Deutschen Akademie für Luftfahrt in Berlin und nach einigen Monaten bekam ich die Zusage. Ich war überglücklich, aber auch nervös. Ich war überglücklich, aber auch nervös. Die Vorbereitungen für den Umzug waren nicht einfach. Die Vorbereitungen für den Umzug waren nicht einfach. Ich musste ein Visum beantragen, meine Wohnung in Kanada kündigen und meine Familie und Freunde zurücklassen. Ich musste ein Visum beantragen, meine Wohnung in Kanada kündigen und meine Familie und Freunde zurücklassen. Als ich in Berlin ankam, wurde mir schnell klar, dass das Leben hier anders ist. Als ich in Berlin ankam, wurde mir schnell klar, dass das Leben hier anders ist. Die erste Herausforderung war, eine Wohnung zu finden. Die erste Herausforderung war, eine Wohnung zu finden. Nach vielen Besichtigungen fand ich schließlich eine kleine Wohnung in Neukölln. Nach vielen Besichtigungen fand ich schließlich eine kleine Wohnung in Neukölln. Der nächste Schritt war die Anmeldung bei der Ausländerbehörde. Der nächste Schritt war die Anmeldung bei der Ausländerbehörde. Das war kompliziert und ich musste viele Stunden warten, aber letztendlich bekam ich meine Aufenthaltsgenehmigung. Das war kompliziert und ich musste viele Stunden warten, aber letztendlich bekam ich meine Aufenthaltsgenehmigung. Mein Ausbildungskurs begann und es war sehr anspruchsvoll. Mein Ausbildungskurs begann und es war sehr anspruchsvoll. Die Lehrer an der Akademie waren großartig, aber der Lernstoff war umfangreich. Die Lehrer an der Akademie waren großartig, aber der Lernstoff war umfangreich. Ich musste hart arbeiten, um mitzuhalten. Ich musste hart arbeiten, um mitzuhalten. In meiner Freizeit erkundete ich Berlin. In meiner Freizeit erkundete ich Berlin. Die Stadt hat so viel zu bieten und ich lernte viele neue Leute kennen.
Die Stadt hat so viel zu bieten und ich lernte viele neue Leute kennen. Es war aufregend, aber auch anstrengend, sich an das neue Leben zu gewöhnen. Es war aufregend, aber auch anstrengend, sich an das neue Leben zu gewöhnen. Jetzt, 5 Jahre später, bin ich ein erfolgreicher Pilot. Jetzt, 5 Jahre später, bin ich ein erfolgreicher Pilot. Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung, die ich mit 20 getroffen habe. Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung, die ich mit 20 getroffen habe. Ich arbeite für eine große Fluggesellschaft und verdiene gut. Ich arbeite für eine große Fluggesellschaft und verdiene gut. Mein Traum ist wahr geworden und ich liebe meinen Job. Mein Traum ist wahr geworden und ich liebe meinen Job. Vor kurzem habe ich beschlossen, 2 Wochen Urlaub zu nehmen und nach Kanada zurückzukehren, um meine Familie zu überraschen. Vor kurzem habe ich beschlossen, 2 Wochen Urlaub zu nehmen und nach Kanada zurückzukehren, um meine Familie zu überraschen. Sie haben mich immer unterstützt, sowohl finanziell als auch emotional, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Sie haben mich immer unterstützt, sowohl finanziell als auch emotional, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Als Dankeschön habe ich beschlossen, Ihnen einen schönen Wohnwagen zu kaufen, weil Sie Natur, Reisen und Camping lieben. Als Dankeschön habe ich beschlossen, Ihnen einen schönen Wohnwagen zu kaufen, weil Sie Natur, Reisen und Camping lieben. Als ich in Kanada ankam und Ihnen den Wohnwagen zeigte, waren Sie überglücklich. Als ich in Kanada ankam und Ihnen den Wohnwagen zeigte, waren Sie überglücklich. Nicht nur wegen des Wohnwagens, sondern auch wegen meines Erfolgs. Nicht nur wegen des Wohnwagens, sondern auch wegen meines Erfolgs. Sie waren stolz auf mich und glücklich, dass ich meinen Traum verwirklicht habe. Sie waren stolz auf mich und glücklich, dass ich meinen Traum verwirklicht habe. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, mutige Entscheidungen zu treffen und an seinen Träumen festzuhalten. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, mutige Entscheidungen zu treffen und an seinen Träumen festzuhalten. Es erfordert Geduld und harte Arbeit, aber die Belohnungen sind es wert. Es erfordert Geduld und harte Arbeit, aber die Belohnungen sind es wert. Wenn du an dich selbst glaubst und bereit bist, für deine Ziele zu kämpfen, kannst du alles erreichen. Wenn du an dich selbst glaubst und bereit bist, für deine Ziele zu kämpfen, kannst du alles erreichen. Erfolgreich zu sein bedeutet nicht, dass es einfach ist, sondern dass man nie aufgibt. Erfolgreich zu sein bedeutet nicht, dass es einfach ist, sondern dass man nie aufgibt.